10 Tage Content-Produktion auf einer einsamen Insel. Da kommt was. Fuck, da ist er. Er läuft direkt am Wald lang. Oh, wie er läuft. Ich habe jetzt ein bisschen Angst, ganz ehrlich. Der Wald ist halt kaputt. Und zwar so nachhaltig, dass das mindestens 1000 Jahre dauert, bis das halbwegs wieder repariert sein könnte. Das ist krass. Das tut ein bisschen weh, weil das war bis vor kurzem noch Urwald. Alles ein bisschen excited hier. Vollgas, Steht durch! Ich glaub's nicht. Ich habe keine Worte. Wahnsinn! Herzlich willkommen in Kanada. Wir sind gerade auf dem Weg nach Porcher Island. Da oben ist Alaska, also wir sind ganz im Norden an der Westküste Kanadas. Und wir sind jetzt 10 Tage unterwegs auf einer einsamen Insel in einem der letzten Regenwälder Kanadas. Auf Porcher Island und lassen jetzt nochmal die Drohne steigen. Es sieht so aus, als wären wir hier gestrandet. Schaut euch das mal an hier. Das Drohnen-Footage. Das Boot ist hier reingefahren, da vorne stehen die Zelte, da brennt ein Lagerfeuer. Das ist wie auf einer einsamen Insel, genau so, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber warum bin ich jetzt eigentlich hier? Die Frage war ich euch noch schuldig. Ich bin eingeladen von Wilderness International. Das ist eine NGO, die sich zum Ziel gemacht hat, Waldgrundstücke zu schützen, vor allem Urwälder und Regenwälder. Und das ist auch der Grund, warum wir hier sind. Im Nordwesten von Kanada gibt es nämlich einer der letzten Regenwälder und die gilt es zu schützen. Deswegen hat Wilderness vor kurzem dieses Grundstück hier gekauft, mehrere Hektar. Und wir erstellen jetzt Content von dieser Insel. Um darauf aufmerksam zu machen, sind noch einige Creator mit am Start. Unter anderem Jakob von Breaking Lab, Tomatolix, Felix, den ihr vielleicht kennt, der macht einige Selbstexperimente. Und das Coole ist, ich werde mit ihm auch ein Experiment machen. Er wird einen Tag mich begleiten als Wildlife-Naturfotograf. Da nehme ich euch natürlich auch mit. Und wir haben noch Theresa und Rick dabei. Auch 2 Creator, sehr groß auf YouTube und auch auf Instagram, TikTok. Also ihr merkt schon, hier ist auf jeden Fall einiges los und ich bin Part des Kamerateams. Dabei unterstützen mich 3 andere Kameraleute, das heißt wir sind 4 Kameraleute, 4 Creator und das ganze Team von Wilderness International. Es fühlt sich an wie ein großer Abenteuerspielplatz, aber es geht um ein sehr wichtiges Thema, nämlich das Wichtigste, was wir haben, unsere Wälder, unsere Natur und das gilt es natürlich zu erhalten. Ich nehme euch ein bisschen mit, wie wir hier produzieren und wie so eine Produktion auf so einer einsamen Insel ablaufen kann. Die erste Nacht auf Porcher Island. Ich bin jetzt hier in meinem Zelt und habe jetzt noch ein bisschen Datensicherung gemacht. Da hinten steht der Laptop und ja, langer Tag. Es ist jetzt 12:30, um 6 klingelt der Wecker, also von daher gute Nacht. Einen wunderschönen guten Morgen. Die Nacht war kurz, kalt, aber schön. Meerrauschen, also was will man eigentlich mehr? Und da sind wir auch schon beim Thema. Eine Dusche gibt es hier nämlich nicht und deswegen würde ich sagen, gehen wir uns jetzt mal ein bisschen waschen. Und der Felix, der ist einfach mit am Start. Auf jeden Fall. Ein bisschen Eisbaden wird das jetzt, glaube ich. Genau, der hat nämlich schon ganz viel Experience, was das Eisbaden angeht. Ja. Ich auch, ich liebe das nämlich. Ist gesund. Ist gesund. Und 6 Grad oder sowas. Ready for it? So gut. Danach fühlen wir uns, glaube ich, wach und belebt. Das denke ich auch. Ich habe richtig Angst, ne? Ich glaube, jetzt am besten einfach reinschmeißen, ne? Ich glaube, ich kann nicht. 3, 2, 1. Das ist krass. Also sorry, wenn die Kamera ein bisschen wackelt. Es ist halt echt kalt hier drin. Und der Felix hat es vorgemacht. Es ist arschkalt. Ich schätze mal so 6 Grad. Wie fühlt sich das an? Es ist kalt. Es ist sehr kalt. Aber es ist ziemlich gut. Das ist sozusagen die kanadische Dusche. Also das Klo werde ich euch später noch zeigen. Und das hier ist unsere Badewanne. Das ist echt kalt. Der Felix zittert wie Sau. Ey, mega geil. Jetzt wird es langsam auch warm. Also man braucht so einen Moment. Ja, man gewöhnt sich. Hinter mir gerade gelandet ein
ein Wasserflugzeug und mit dem werden wir jetzt die Insel erkunden. Das Ganze machen wir nicht zum Spaß, sondern um einen Aufklärungsflug zu machen. Es gibt nämlich wohl einige Kahlschläge hier auf der Insel und das ist bei einem Urwald nicht so cool, weil den gilt es da zu erhalten. Das ist ja auch Ziel von Wilderness International und wir dokumentieren jetzt die Kahlschläge. Ich habe hier meine Alpha 1 dabei mit 50 Megapixeln. Das ist mein erster Flug im Wasserflugzeug. Kennt ihr noch diese Captain Baloo? Genauso fühle ich mich gerade. Es ist total wichtig, dass wir rausfinden, wo hier auf Porcher Island diese alten Urwälder abgeholzt werden. Mir blutet natürlich jedes Mal total das Herz, aber wir müssen einfach rausfinden, was passiert mit den Landflächen, Waldflächen, die wir als Wilderness International nicht kaufen und schützen können. Ich gehe jetzt ins Wasserflugzeug und der Kai ist so lieb und trägt mich rein. Also Kai. Nasse Füße sind für Loser. So, hier geht's rein. Wir sind schon auf dem Wasser und ich soll hinter dem Piloten sitzen, hast du gesagt? Ja. Ja, alles klar. Das ist mein besten Blick. Also es ist auf jeden Fall auch ein bisschen bumpy, aber das habe ich ja erwartet. Also gut festhalten auf jeden Fall. Ich habe, glaube ich, noch nie so gut erhaltenen Wald gesehen wie hier. Dieses Blau und dieses Grün, dieser Kontrast und wenn die Sonne rauskommt, sieht alles so geil aus von hier oben. Das sind alles große Moorflächen hier. Die sind hunderte Hektar groß. Davon können wir in Deutschland nur träumen. Die nehmen da halt die Bäume runter, die kaufen das für eine Million und holen da Holz für 2 Millionen raus und dann halten sie es entweder oder bieten es sogar kahlgeschlagen wieder an zum Weiterverkauf. Aber der Wald ist halt kaputt und zwar so nachhaltig, dass das mindestens 1000 Jahre dauert, bis das halbwegs wieder repariert sein könnte. Wahrscheinlich noch viel, viel länger. Einer der letzten Urwälder Kanadas mit über 1000 Jahre alten Bäumen. Und die werden hier gerodet. Also das Ganze hier ist wirklich kein touristischer Trip. Es ist wirklich abenteuerlich. Und wir sind ja auch am Krabbeln und am Machen. Es ist halt einfach ein Urwald. Mega geil. Mit dem Boot unterwegs, diesmal ein bisschen kleiner und heute sind wir auf der Suche nach Lachsen. Mit dabei der Jakob von Breaking Labs und der Kai von Wilderness International. Thank you very much. Wow. Kai. Danke. Oh Gott. Ja, du weißt schon, dass wir aufgeschmissen sind, wenn du ausgenutzt bist. Nämlich hier raustragen, good luck. Wir sind jetzt hier gerade im Mündungsbereich von einem Lachsfluss. Jeden Herbst fangen dann hunderttausende Lachse an, setzen diesen kleinen Fluss hier rein zu wandern, arbeiten sich den Weg nach oben und suchen sich ihre Laichplätze, suchen sich Kiesbetten in einem ganz kühlen Bereich des Flusses, der sehr, sehr viel Sauerstoff enthält. Das Grundes, warum die Bäume hier so ins Riesenhafte wachsen können in Westkanada, liegt an den Lachsen und das ist Stickstoff, der aus dem Meer kommt, weil die ganzen Lachse, die kommen als ganz kleiner Fisch, schwimmen die ins Meer rein und die kommen zurück als so ein Königslachs. Und die fressen ihr ganzes Leben lang Garnelen, andere Fische und Krebse und. Und die ganze Biomasse, die im Meer aufnehmen, die tragen die in den Fluss nach den 4 Jahren ungefähr. Dann sterben die nach dem Ableichen, dann kommen die Bären, die Wölfe, die Adler, schleppen die Lachse in den Wald rein, fressen dann die schönsten Teile. Der Rest verrottet und wird von den Bäumen aufgenommen und endet in den Bäumen oben drin. Wenn man hier den Wald auf eine Waage stellen würde, so ein Quadratmeter Wald, gibt es nirgendwo auf der Welt ein Ökosystem, was schwerer ist an lebender Biomasse. Das heißt, das sind wirklich die mächtigsten Wälder der Welt. Eigentlich ein ganz schönes Wunder. Wie verbunden hier alles ist. Ja. Das ist absoluter Wahnsinn. Wir haben eine Sturmwarnung für heute Abend und deswegen ziehen wir gerade noch mal ein bisschen die Zelte an. Weil in ein paar Stunden wird es ungemütlich und wir haben High Tide, das heißt, das Wasser kommt relativ weit. Wir haben die Zelte jetzt noch mal ein bisschen weiter nach hinten versetzt. Hier wird noch mal alles festgemacht. Ein bisschen Respekt davor. Ja, vor allem auch, bin gespannt, wie hoch das Wasser heute Nacht kommt. Ist das da der Stab, wo gestern die Flut war? Oder? Genau, da war die Flut gestern. Heute wird sie noch mal ein bisschen höher kommen und morgen wird sie den Höchststand erreichen. Wir kommen dann zu dir, ne? Ja, es ist ja genug Platz.
Ja, so sieht das Ganze hier aus. Ich habe nicht aufgeräumt. Da schlafe ich. Hier mein Duffelbag, da ist mein Klamottenzeug drin. Und hier mein F-Stop-Rucksack. An Technik habe ich die Alpha 1 dabei, die FX3, mit der ich gerade drehe. Einen 100-400. Da hinten habe ich noch einen 24-105 und das 1635, was hier gerade drauf ist. Und natürlich hier oben meine Mavic 3 Pro. Das ist aber nur Teil der Technik. Wir haben nämlich noch ein Technikzelt. So, und das ist unser Technikzelt. Also wir haben hier insgesamt 3 von diesen Generatoren. Wir haben hier noch Solarpanels dabei. Wir haben ganz viele Powerbanks. Wir haben Stative. Wir haben da hinten noch eine 600er Linse liegen. Ja, und hier wird quasi alles geladen für den nächsten Tag. Und hier findet auch die Materialsichtung und Archivierung statt. Und das macht die Mona. Die Mona ist quasi dafür zuständig, dass alles am richtigen Ort ist und dass alles da landet, wo es zu landen hat. Ich glaube, du hast hier die wichtigste Aufgabe, weil wenn was verloren geht, dann... Bisher ist auch noch nichts verloren gegangen. Klopf auf Holz, ja. Kannst du einmal bitte hinter dir klopfen? Ach ja, hier ist ein ganz großes Holzstück. Gestern habe ich mit Jakob gedreht. Er hat Frühsport gemacht für seine 30-Tage-Challenge. Und da ist auch wichtig, alle Mavic-Files sind in 5,1K gefilmt. Das müsste man noch mal irgendwo vermerken. Die Mona führt nämlich auch ein Logbuch, einfach damit der Cutter weiß, was wir gedreht haben und was so passiert ist an dem Tag. Was ist das Problem? Es gibt kein Problem. Das Wasser kommt immer näher. Wir müssen nicht mehr so weit laufen zum Baden. Das ist gigantisch. Wir können uns waschen direkt vor der Zelttür. Die Herausforderung ist, dass der höchste Stand im Monat der Gezeiten heute Nacht herrschen wird. Und blöderweise eventuell der Wind noch ein bisschen das Wasser reindrücken wird. Was macht ihr hier gerade? Wir ziehen um, weil dieses Zelt hier ist nicht mehr sicher. Aber uns wurde gesagt, das Zelt da, das sei sicher. Also da würde die Flut nicht hinkommen. Ich weiß nicht, ich habe nicht das Gefühl, dass das so ein Riesenunterschied ist, aber wir schauen mal. Die werden sich da was überlegt haben. The tide is rising up to high tide. And then it's going to sit there for a little bit and then it's going to fall back down. And just like last night when we went to bed at 2 o'clock or so, the tide was already drained again. Es regnet ja seit ungefähr 3 Tagen fast ununterbrochen und diese kleinen Päckchen hier können uns bzw. den Kameras das Leben retten, denn sie sorgen dafür, dass Restfeuchtigkeit entzogen wird und es nicht zu einem Kurzschluss oder sowas kommt. Deswegen haben wir hier eine ganze Tüte dabei, die sollte für die Produktion reichen. Und wenn wir schon beim Thema Technik sind, wir haben hier so viel Stuff dabei, das ist echt krank. Insgesamt 7 oder 8 Alpha-Kameras, 2 Canon-Kameras, Objektive, unter anderem eine 600 Blende 4 von Sony, das große Teleobjektiv. Wir haben über 20 Wildtierkameras installiert. Wir haben 8 Actioncams von DJI. Wir haben die neue X4 360 Grad dabei. Wir haben sogar eine Wärmebildkamera, mit der wir quasi Wildtiere spotten können, beziehungsweise gucken können, was im Wald so passiert. Wir haben eine riesengroße Drohne, mit der man Vermessungen machen kann. Und wir haben noch Mavics dabei, wir haben Avatars dabei, also diese kleinen FPV-Drohnen. Das ist absolut krass, was hier an Technik mit am Start ist. Reger Betrieb hier am Technikzelt, denn wir bereiten gerade einen unserer Shoots vor. Und zwar sind wir mit Jakob unterwegs im Wald und suchen den Wolf. Dabei unterstützt mich der Basti, der Kollege hier. Und wir beide filmen quasi simultan. Um das später in der Post zu sinken, haben wir Tentacles mit dabei. Das sind ganz coole Tools, die man quasi auf die Kamera drauf macht und die einen Timecode schreiben. Und dann kann der Cutter später in der Post quasi den Timecode synken. Und Alternative wäre dann halt über den Ton zu synken, aber gerade wenn wir irgendwie weiter entfernt sind, dann hört man vielleicht den Ton nicht mehr so gut. Und dann macht so ein Tentacle auf jeden Fall Sinn. Ja, du hast dir so die Suche nach dem Wolf vorgestellt. Irgendwie habe ich mir das anders vorgestellt, mit weniger Wasser, also von oben Wasser. Wenn jetzt halt ein bisschen besseres Wetter wäre, dann könnten wir nonstop produzieren. Also gestern waren wir mega produktiv und jetzt, wo es halt die ganze Zeit regnet, haben wir so eine Zwangspause und das finde ich irgendwie frustrierend. Also wir sind immer noch auf der Suche nach dem Wolf und dafür sind wir jetzt hier auf dem Weg in den Wald. Ja, ich bin schon richtig weit gekommen. Wir warten gerade darauf, dass es weitergeht, weil die beiden suchen nach Spuren. Und er hat es nicht zu mir gesagt, aber er hat gerade zu seiner Kollegin gesagt, dass da Spuren von einem Wolf und einem Bären sind. Und ehrlich gesagt weiß ich gerade nicht, ob ich mir ein bisschen Sorgen mache. Die sind ja alle sehr entspannt mit allen Wildtieren und das verstehe ich auch, weil die leben das hier, aber Bär und Wolf, ich weiß ja nicht. Das ist ja so ein geiles, sattes Grün, das hilft natürlich auch ein bisschen mit dem Regen, aber da jetzt noch so ein paar Light Beans hier rein. Kann man ja schnell in der Post machen, das ist gar kein Problem. Da kann eigentlich nichts schief gehen. Mal so, halb geslidet, ist fast gekleidet. Ist das schon Amerika? Welcome to the jungle. Okay.
Nein, das passiert natürlich nicht. Ich bin über dem Heli. Da ist der Heli. Da ist die Drohne. Magnum PI. Ja, Peeling war gut. Ich habe das Gefühl, meine Haut atmet wieder. Linse ist auch fast. Also, das kann man so lassen, sag ich mal. Look at the picture to this. Oh ja. Nachdem wir gestern die Kahlschläge gespottet haben, fliegen wir heute mit dem Helikopter dorthin. Das ist ein relativ schweres Gebiet, dorthin zu kommen. Wasserflugzeug kann da direkt nicht landen, deswegen haben wir jetzt einen Helikopter und der wird uns jetzt zum Kahlschlag bringen. Mit dabei alle Creator und wir werden mal gucken, wie das Ganze da so aussieht. Das ist krass. Bis eben war es noch wunderschön. Pralle Wälder, blaue Ozeane und jetzt sind wir hier in der Kahlschlagstelle. Und das tut ein bisschen weh, weil das war bis vor kurzem noch Urwald, Regenwald. Und jetzt ist es ja, ein gerodeter Wald, der wahrscheinlich Tausende von Jahren brauchen wird, um sich wieder zu erholen. Ich sitze hier aus von einem Dreivierteljahr frisch abgesägten Urwaldriesen. Wir haben gerade die ganzen Ringe nochmal nachgezählt und sind auf 721 Jahre gekommen, plus minus 10 oder 20, das ist Wahnsinn. Abgesägt, als Rundholz verkauft und hinter mir ist alles mehr oder weniger tot. Wie ist jetzt die Lage, Dennis? Na, wir machen gerade noch einen Trailer-Shoot hier mit Felix und der Plan ist, dass er aus dem gesunden Wald, den letzten gesunden Waldstück, das es hier gibt, rausgeht und dann sieht man in der Totalen quasi, dass alles drumherum abgeholzt ist. Und es ist echt krass, wenn man es hier auf der Drohne sieht. Wir sind jetzt hier quasi in diesem letzten Teilstück, wo noch der Wald so ein bisschen intakt ist und drumherum ist alles abgeholzt. Und das Kuriose ist ja, in Deutschland haben wir das auch im Harz, aber da ist es der Borkenkäfer. Hier ist es menschengemacht. Und das ist das Traurige. In Deutschland kämpfen wir darum, den Wald zu erhalten. Hier wird er quasi privatisiert und abgeholzt, um Money zu machen, Geld zu machen. Und das ist halt nicht cool. Was jetzt hier passiert, Douglasien werden nachgepflanzt und das ganze Urwaldgebiet, wo es vor einem Jahr noch super viel Leben gab, wird in eine Baumplantage umgewandelt. Und diese sogenannten Monokulturen, die gibt es natürlich auch fast überall in Deutschland. Das heißt, unsere Vorfahren haben genau das gemacht und wir sehen gerade, es funktioniert 0,0. Die Borkenkäfer haben sich total krass verbreitet, der halbe Harz ist weggefressen, überall tote Bäume, Baumarten, die einfach da nie hingehört hätten. Und jetzt müssen wir schauen, dass die Natur sich ganz, ganz langsam regeneriert und heilt und brauchen mindestens 500, 600 Jahre Zeit, bis unsere deutschen Wälder wieder richtig Freude bereiten. Oh, fuck, da ist er. Da ist er, da ist er. Ja, komm, der kommt. Fuck, da ist ein Wolf. Halt drauf, halt drauf. Völlig verrückt! Ich habe jetzt ein bisschen Angst, ganz ehrlich. Und hier bin ich heute mit Tomatolix unterwegs. Man reiche ihm die Optik. Felix, bist du ready? Sowas von, sieht man doch, oder? Ich sehe dich gar nicht. So ist das. Kleiner Workshop hier für die ganzen Fotografen. Ja, nice. Ist auf jeden Fall geil. Du bist völlig verrückt! Wir haben einen fucking Wolf gesehen. Mega. Einfach ein Wolf, der einfach vor uns stand. Einige verbringen hier Wochen, Monate und sehen nicht einmal den Wolf. Und uns ist er quasi vor die Linse gelaufen. Also das war Glück. Das war einfach Glück. Zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Und der ist auch nur rausgekommen, weil er das Reh gejagt hat. Das ist ja richtig panisch durchs Wasser gelaufen, das Reh. Und der Wolf ist hinterher und hat das Reh gejagt. Und wir hatten so viel Zeit. Der ist quasi die komplette Küstenlinie lang gelaufen und dann wieder zurück. Das heißt, wir hatten bestimmt 5 Minuten Zeit, um Aufnahmen zu machen. Mit dem Teleobjektiv und auch mit der Drohne aus der Ferne, mit dem 7-fach Zoom. Und das Schöne an der Drohne, an der Mavic 3 Pro, ist halt eben, du hast diesen 7-fach Zoom. Das heißt 200 mm aus der Luft und kannst dementsprechend Tiere fotografieren, ohne sie zu stören. Also du musst nicht nah ranfliegen. Und das ist auch das oberste Gebot bei der Wildtierfotografie, dass du halt eben den Lebensraum respektierst der Tiere und sie nicht störst.
Dann kommt noch dazu, dass die meisten Gegenden natürlich auch Naturschutzgebiete sind, wo man eh nicht fliegen darf. Wir haben hier den großen Vorteil, dass wir auf einem Privatgelände sind von Wilderness. Ich die Drohnengenehmigung hier für Kanada habe und wir halt eben dieses 7-fach-Zoom mit der Drohne hatten. Also da kamen viele Sachen zusammen. Aber auch nochmal hier der Reminder, wenn ihr Tiere fotografiert mit Drohne, bitte, bitte, bitte achtet darauf, dass ihr die Tiere nicht verschreckt. Den Wolf haben wir nicht mehr gesehen, dafür aber ganz viele Weißkopfseeadler. Die sind hier eingetaucht und haben Fische gefangen und da haben wir sehr, sehr coole Bilder gemacht. Dafür nutze ich übrigens das 600 mm von Sony mit der Alpha 1 in Kombination. Reinaufnahme mit 50 Megapixeln. Macht auf jeden Fall Spaß, kann man ein bisschen später noch reinzoomen und kann sich den Ausschnitt aussuchen. Wobei man hier schon echt nah rankommt. Ich habe sogar noch einen Zweifach-Konverter, da kommst du dann auf 1200 mm. Wenn du noch näher ran willst, verlierst du aber ein bisschen an Blende. Das, was ich hier in der Hand habe, ist eine Drohne tatsächlich. Sieht zwar nicht so aus, sieht eher aus wie so ein Modellflieger oder irgendwas Militärisches, aber es ist eine Drohne, wo auch eine Kamera drankommt und damit werden hier Landstücke vermessen. Und der Herr dieser Drohne, der ist genauso groß wie die Drohne. Quasi. So quasi. Das ist der Tom von Wilderness International. Und Tom, was hat es mit dieser Drohne auf sich? Mit dieser Drohne machen wir quasi hochaufgelöste Luftbilder. Jeder Pixel ist ungefähr 2 cm groß. Hier ist wie gesagt eine Kamera von Sony dran, eine RX1. Kostet so ungefähr 17.000, 18.000 Euro. In Summe, also mit Drohne und Kamera? Mit Drohne und Kamera, genau, mit 3 Akkus dabei etc. Alles zusammen. Ja, also ein bisschen mehr als die Mavic, aber dafür auch schneller. Und das ist, glaube ich, der Grund. Richtig, ne? richtig. Wie lange habt ihr das vorher mit der Mavic gemacht, das Vermessen? Genau, geht ja auch. genau, richtig. Wie viel Zeit spart ihr jetzt mit diesem Gerät? Wir sind mindestens 10-mal so schnell und brauchen noch viel weniger Energie, weil die im Endeffekt das Gute ist ja, die segelt dann. Also die Mavic muss ja ständig in Bewegung bleiben, die segelt dann und somit sparen wir 10-mal so viel Zeit und noch viel Energie. Kann man damit auch geile Videoaufnahmen machen? Leider noch nicht. Okay. Dann ist es für mich leider uninteressant, aber ey, noch nie so eine große Drohne gesehen. Vielen, vielen Dank für den Input. Und ja, hier gibt es einfach viel zu viel entdecken, viel zu viel Technik. Das auch noch. So viele Drohnen, Kameras, alles am Start. Und die Natur natürlich. Und die Natur natürlich. Hier kommt alles zusammen, was ich mag. Deswegen bin ich hier. Danke, Tom. Danke dir. Dadurch, dass wir hier auf einer Insel sind und auch relativ weit vom Festland entfernt sind, haben wir hier weder Internet noch eine Telefonverbindung. Und dafür haben wir hier Abhilfe geschaffen. Wir haben eine Starlink-Verbindung. Internet über Satellitenempfang. Elon Musk hat es eingeführt und funktioniert tatsächlich sehr, sehr gut, auch sehr schnell und auch in Gebieten, wo man normalerweise kein Internet hat. Ich hatte es ja schon mal angedeutet, die Toilettensituation. Und die ist hier abenteuerlich, wie alles andere auch. Hier gibt es einen Spaten und das ist quasi das Besetzschild. Wenn der Spaten da ist, dann heißt es, Klo ist frei. Wenn er weg ist, dann ist besetzt. So. Hier klettert man quasi einmal hoch. Keine Angst, ich werde euch jetzt nicht zu viele Details zeigen. Hier gibt es eine kleine Abbiegung und hier ist das sogenannte Shithole. So heißt es wirklich. Da gehen wir jetzt mal hin. So, wir nähern uns dem Ort des Geschehens. Die Regel besagt, wenn man sein Geschäft verrichtet hat, macht man 1, 2 Schaufeln hier rein. Toilettenpapier gibt es da in einer Tüte, luftdicht verpackt. Und da ist quasi das benutzte Toilettenpapier und das wird abends dann auf dem Feuer verbrannt. Das Wichtigste, wir hinterlassen hier keinen Müll, nehmen alles mit nach Hause und benutzen auch keine Chemikalien. Von daher finde ich das eine sehr gute Lösung. So, jetzt aber genug Toilettenromantik. Das hier ist unser Basecamp, wo wir abends zusammensitzen am Feuer, nochmal den nächsten Tag besprechen, einfach auch Meetings haben oder einfach nur abends mal ein Bierchen trinken und ein bisschen quatschen. Hier ist unsere Küche und hier hinten ist das große Lager, wo wir quasi alles haben, was wir so brauchen. Also verschiedene Kisten mit Lebensmitteln, ärztliche Versorgung, falls mal irgendwas sein sollte. Alle sind ein bisschen excited hier. Orcas, finally. Finally. Und die Karten direkt zum Strand. Alter, das ist krass. Also eine ganze Familie. Ist das geil? Am Strand steht durch! They're rubbing right now, the whole family, right in front of us, like it's not 100 meters away. It's amazing. Oh mein Gott. Da schwimmt schon wieder einer. Das ist so krass. Überall Orcas, die hier direkt an den Strand kommen.
um sich an den Stein zu reiben. Das ist so krass, ich kann es einfach nicht glauben. Also ich habe noch nie Wale so nah am Strand gesehen. Schaut euch das an, das sind 10 Meter. Da ist schon wieder einer. Kommen die Orcas hier einfach mal zum Frühstück. Ich glaube eine ganze Familie, 5 oder 6. Und rubbeln sich hier den Bauch. Herrlich. Das ist so krass. Drehen einfach direkt vor allem im Wasser rollen. Ich glaub's nicht. Ich habe keine Worte. Wir haben heute vorhin hier an diesem Strand gesehen, wie Orcas ganz nah an die Küste gekommen sind, um sich ihre Bäuche zu reiben. Und das war ein fantastisches Erlebnis. Aber ich weiß, dass wenn wir das nicht gekauft und geschützt hätten, dieses Waldgebiet hier, dann könnten die Orcas das einfach nicht mehr machen. Denn hier sollte ein Tourismusresort hinkommen mit ganz vielen Menschen, Booten, Helikoptern sogar. Und das würde die Orcas so sehr stören, dass ihnen dieser Ort dann fehlt. Von den Killerwalen direkt zur FPV-Drohne. Wir machen jetzt nochmal einen FPV-One-Shot. Das kennt ihr vielleicht schon, habe ich auf der Wartburg gemacht, zusammen mit meinem Kollegen Jan. Habe das auch in der Zentralheiz oder in verschiedenen Hotels auf der ganzen Welt gemacht. Das Coole an solchen One-Shots ist, man erzählt eine Geschichte ohne Schnitte und dementsprechend fühlt sich der Zuschauer so ein bisschen, als wäre er die ganze Zeit dabei und kann das so ein bisschen miterleben. Die Herausforderung besteht allerdings darin, dass man so fliegt, dass der Zuschauer durchgehend unterhalten wird. Und dementsprechend müssen viele Personen mit dabei sein, die das ganze Video so ein bisschen zum Leben erwecken. So, alles, was wir die Tage hierher geschleppt haben, muss jetzt auch wieder zurück. Die Reise neigt sich dem Ende. Ja, jetzt geht für die erste Tour raus. Schockzustand, Zivilisation erwartet. Teil des Kernteams macht hier weiter. Zum Beispiel du, Dennis. Ja. Ich bleibe nämlich noch 3 Tage und werde euch noch ein bisschen was von der Insel erzählen. Aber ein Großteil wird jetzt schon losmachen nach Prince Rupert und dann weiterfliegen nach Vancouver bzw. dann nach Deutschland. Ich habe natürlich auf jeden Fall eine Träne im Knopfloch, weil es so ein bisschen ist wie im Dschungelcamp, bloß wir haben die gar nicht rausgewählt. Wir wollten eigentlich, dass sie bleiben. Jetzt müssen wir hier alleine die Stellung halten. Dafür ist vielleicht ein bisschen mehr Ruhe, die wir genießen können. Obwohl wahrscheinlich nicht, wir müssen ja arbeiten, aber ist trotzdem schön und schade. Felix, freust du dich schon ein bisschen auf das kuschelige Bett zu Hause? Ganz ehrlich, ein bisschen schon. Also ich bin ein bisschen traurig, weil jetzt gerade die letzten Tage so wunderschön waren hier. Aber so, ja, das eigene Bett, die eigene Dusche, das ist schon nicht schlecht, glaube ich. Schöne Heimreise. Ciao. Ganzes Boot voll mit Outperformern. Wilderness Warriors leaving. First Batch. Dieses Privileg, hier direkt am Strand zelten zu können. Auch wenn wir die Tage ein bisschen Stress hatten mit dem Wasser und uns nicht sicher waren, ob die Flut bis ins Zelt kommt. Das gehört aber dazu. Es war super abenteuerlich, wir waren eine geile Gruppe und es hat so viel Spaß gemacht. Ich bin ja sonst oft auch in schicken Hotels und sowas, was natürlich auch ganz nett ist. Aber das hier, das hat mir jetzt einfach nochmal eine ganz andere Welt gezeigt und ja, auch wieder gezeigt, wie verbunden man eigentlich zur Natur ist und wie schön das alles sein kann. Und wie wichtig ist es, das auch alles zu erhalten.
Wir haben so viele coole Sachen erlebt und auch sehen dürfen, aber natürlich auch sehr, sehr viel gelernt. Viel gelernt über unser Ökosystem, über den Wald, wie alles miteinander verknüpft ist. Und was mich halt so richtig geflasht hat, ist wirklich, wie wichtig der Wald ist und wie wichtig es ist, so einen intakten Wald einfach zu schützen. Klar können wir Bäume pflanzen und können Wald nachpflanzen, aber das sind am Ende alles Waldplantagen und das hat nichts mit diesem Urwald zu tun, wie wir ihn hier in Kanada zum Beispiel noch vorfinden. Und den Urwald gibt es in Deutschland halt schon nicht mehr. Wir haben dieses Ökosystem leider kaputt gemacht und hier in Kanada gibt es das eben noch und auch in Peru. Und das sind genau die Länder, wo Wilderness International aktiv ist, wo sie aktiv reingeht und Grundstücke kauft, um diese halt zu schützen. Vor dem Tourismus, vor illegaler Abholzung und eben auch vor profitgeilen Privatbesitzern, die dann eben Kahlschläge machen und das Holz überteuert verkaufen. Und deswegen bin ich Botschafter für Wilderness International, deswegen war ich hier, habe die NGO unterstützt und deswegen habe ich auch eine eigene Wald-Community gegründet und da könnt ihr auch dabei sein, ihr könnt das Ganze unterstützen. Mit jedem Euro, den ihr spendet, schützt ihr 1 Quadratmeter Regenwald. Das Ganze eignet sich auch super als Geschenk, man bekommt dazu eine Urkunde, sieht genau die Geokoordinaten, welches Stück Wald man geschützt hat und auch die Masse an CO2, die man gebunden hat. Also wenn ihr noch kein Geschenk habt für eure Liebsten, dann ist das auf jeden Fall eine coole Sache. Ich mache natürlich auch mit und habe mir was ganz Besonderes überlegt. Ich werde für jede Person, die hier unten kommentiert, 1 Euro an Wilderness International spenden und damit 1 Quadratmeter Regenwald schützen. Das Ganze gilt für die nächsten 10 Tage, also kommentiert fleißig und dann kriegen wir hoffentlich eine schöne Summe zusammen. Und falls ihr natürlich selber spenden wollt, checkt den Link unten in der Beschreibung. Da freue ich mich natürlich auch sehr, wenn ihr da ein bisschen was mit reingebt. Ich hoffe, ihr habt viel gelernt, wie so eine Produktion abläuft, aber eben auch über den Wald, über das, was wir hier in Kanada gemacht haben, über den Sinn und Zweck dieser ganzen Produktion. Es ist ziemlich krass gewesen und ich muss das Ganze jetzt mal verarbeiten. Verabschiede mich. Morgen geht's nach Hause, letzter Tag in Kanada und ich werde jetzt hier noch ein bisschen durch den Wald laufen, einfach diese Natur auch mal genießen, auch ohne Kamera. In diesem Sinne, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Lasst gerne ein Abo da, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Aktiviert die Glocke und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Viele Grüße aus Kanada, bis ganz bald. Ciao. Schaut euch einfach diesen Baum an. Der ist einfach mega. Gut, jetzt aber wirklich. Tschüss.